Hallo und herzlich willkommen bei Nibi kurz erklärt. Mein Name ist Thomas Brodale und ich erkläre euch heute was zum Thema Elektrik in eurem Niesmann Bischof Reisemobil. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir starten im Innenraum, also folgt mir. Wir befinden uns in einem Flair von Anfang 2026 und zeigen euch hier an den Hauptbedienteilen nur die wesentlichen Bestandteile. Auf der linken Seite, ganz oben in der Ecke, schaltet ihr es ein und aus. Die Farbe grün bedeutet, es ist alles in Ordnung, das Fahrzeug erkennt keine Warnungen. Die Lampe Rot signalisiert euch auf einen Blick, irgendeine Warnung ist erkannt worden. Dies könnte zum Beispiel sein, der Frischwassertank ist leer, der Abwassertank ist voll, der Fäkalientank ist voll oder der Gastank ist leer. In der Hauptanzeige des Hauptbedienteils wird auf der linken Seite immer der derzeitige Ladezustand der Aufbaubatterie angezeigt. Auf der rechten Seite der Zustand oder Füllstand des Wassertanks. Eine wichtige Erneuerung in unseren Fahrzeugen ist die Batterie-Ladezustandanzeige. Wenn ihr den Knopf für die Batterie drückt am Hauptdisplay, wird euch auf der linken Seite mittlerweile weitere Informationen zur Batterie angezeigt. In der ersten Zeile befindet sich die Spannung, die derzeit an der Aufbaubatterie anliegt. In der zweiten Zeile, welche Ströme gerade fließen, ob Plus oder Minus, also geladen wird oder entladen wird. Und ganz unten wird euch angezeigt, wie lange das Fahrzeug in diesem Zustand, in dem Moment, wo ihr den Knopf drückt, noch autark stehen könnte. Ein weiteres wichtiges Bedienteil ist tatsächlich die Fernbedienung des Wechselrichters. Wichtige Informationen hierzu und die Bedienung hierzu erklären wir euch in einem weiteren Video. Alle weiteren Bedienteile sind tatsächlich ausstattungsabhängig, deswegen gehen wir hier nicht genauer darauf ein. Wir gehen jetzt zusammen in die Heckgarage, dort zeige ich euch die Komponenten der Elektrik. Wichtigste im 12-Volt-Bereich ist logischerweise unser Energiespeicher. In den neuesten Fahrzeugen werden ausschließlich Batterien des Typs Dometic verbaut. Je nach Ausstattung sind mehrere Batterien verbaut. Im Flair bis zu 4, im Arto bis zu 3, im iSmooth auch. Die Batterien von Dometic sind eigentlich selbstsicher, also sprich kurzschlusssicher. Sie blinken meistens grün, wenn sie keinen Fehler erkannt haben. Sobald sie rot blinken, haben sie meistens einen Fehler erkannt und mit Hilfe der Dometic-App kann man auslesen, wo der Fehler liegt. An der Heckwand befinden sich die Hauptsicherungen des Fahrzeuges im 12-Volt-Bereich sowie der Messstand. Der Messstand ist dafür da, um euch genau zu berechnen, wie voll und wie leer eure Batterien in Wirklichkeit sind. Eine weitere wichtige Komponente und somit auch das Herzstück unserer Fahrzeuge ist die Relaisbox. In der Relaisbox werden alle Signale erfasst, die euch vorne im Hauptbedienteil angezeigt werden. Zum Beispiel die Füllstände der Tanks, die Messungen an den Starter- bzw. Aufbaubatterien und so weiter. Im oberen Bereich der Relaisbox befinden sich die Vorsicherungen der 12 Volt Hauptstromkreise des Fahrzeuges. Sollte hier eine Sicherung mal auslösen, wird dies durch eine rote LED an der Sicherung angezeigt. Ihr könnt also auf den ersten Blick sehen, ob die Sicherungen alle okay sind oder nicht. Die nächste Komponente der 12 Volt Anlage ist euer Solarregler. Der Solarregler wandelt für euch die elektrische Energie von euren Solarplatten in Spannung für die Aufbaubatterien um. Die nächste Komponente, wenn sie denn verbaut ist euer Ladebooster. Der Ladebooster simuliert eine schwache Fahrzeugbatterie, entzieht der Lichtmaschine vom Motor, sobald der Motor läuft, extrem viel Energie und führt die in der Aufbaubatterie zur Ladung zu. Die übrig gebliebenen Steuergeräte sind das Steuergerät für die Zentralverriegelung, das Steuergerät für die Türöffnung, also sprich für die Aufbautür und hier in dem Fall das Lichtmodul. Im Lichtmodul wird alles gesteuert an Beleuchtung, was im und ums Fahrzeug herum zu sehen ist. Weiter geht es mit den 230 Volt Komponenten im Fahrzeug. Zu den 230 Volt Komponenten hier gehören diese 3 Sicherungskästen. In dem Falle sichert der linke den Stromkreis zwischen Außensteckdose und Wechselrichtereingang ab. Der zweite Sicherungskasten sichert den Stromkreis am Wechselrichterausgang ab, in dem Fall der AC2-Ausgang. Der dritte sichert auch den Ausgang ab, aber den AC1-Ausgang. Der Wechselrichter befindet sich in den meisten Fahrzeugen auf der anderen Seite der Garage. Der Multiplus ist ein Multigerät, sprich es ist einmal ein Ladegerät für die Aufbaubatterien und gleichzeitig auch ein Wechselrichter, um aus den 12 Volt der Hauptbatterien 230 Volt für den Innenraum zu machen. An der Front des Wechselrichters ist ein Hauptschalter. Diesen lasst ihr auch bitte in der Stellung On stehen. Andernfalls funktioniert die Fernbedienung im Innenbereich nicht mehr. Tatsächlich etwas versteckt, aber immer noch hochwichtig für die 12 Volt Anlage ist das Lastmodul. Im Arto sowie im Flair ist es am Doppelboden auf der linken Seite über die Schützenklappe zugänglich. Im iSmooth ist es im Seitenkoffer des rechten Fahrzeugseite verbaut. Im Lastmodul werden alle Bauteile abgesichert, die etwas mehr Strom benötigen. Zum Beispiel das Frontplissé, die Ventile für Abwas- und Fäkaltankentleerung oder ähnliche Bauteile. Das war Nibi kurz erklärt für heute. Ich hoffe, wir konnten euch im Thema Elektrotechnik in eurem Niesmann & Bischof Reisemobil etwas weiterhelfen.
bitte noch zu beachten, dass Arbeiten an elektrischen Anlagen bitte nur durch geschultes Fachpersonal durchgeführt wird. Bis zum nächsten Mal, alles Gute, euer Thomas.